Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhafts. Natürlich nicht. Willkommen zu Blockstar. Ich habe heute das Vergnügen und die Ehre, dass ich dieses neue Video anmoderieren darf, denn es geht um etwas aus dem Zweiten Weltkrieg und der eine oder andere weiß es, das ist ja so ein bisschen mein Bereich. Heute geht es um die Me 163, also Messerschmitt 163 Komet, so wird sie auch genannt, oder das Kraftei. Ein Raketenjäger aus der späten Phase des Krieges. Natürlich wurde der nicht in der späten Phase des Krieges entwickelt, sondern tatsächlich 1938 schon entwickelt und hat es tatsächlich geschafft, und wir wollen nicht zu tief in die Materie einsteigen, aber 1941 schon die 1000 km/h Marke zu knacken. 1941. Wir wollen gar nicht über das Für und Wider und wie erfolgreich die ganze Geschichte war sprechen. 350 Stück davon wurden gebaut. Die 351. Die wird der Jörn heute bauen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und macht's gut. Bis dann. Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, heute dreht sich alles um das Kraftei aus dem Hause Kobi, aber nicht wie hier vom Bio-Bauernhof. Nein, wir sprechen über das Klemmbaustein-Set 5765, die Limited Edition, die wir jetzt zum August bekommen haben von Kobi. Wir sprechen aber auch über die normale Version, die 5766, die zeige ich euch auch. Das wie immer alles hier auf meinen Bautisch. Dazu lade ich euch ganz herzlich ein und wenn wir das Set bauen, nachdem wir uns den Inhalt angeschaut haben, gibt es auch wieder Fakten vom lieben Sascha. Also ein ganz besonderes Video für ein ganz besonderes Ei. Ja Freunde, da liegt die neueste Limited Edition aus dem Hause Kobi, die wir zum Ende Juli bekommen haben und offiziell die für August 2025 ist. Das Kobi Set 5765 aus der Historical Collection World War II aus 665 Steinchen und 2 Minifiguren bestehend im Maßstab 1:32, die Messerschmitt Me 163B Komet, das berühmte Kraftei mit einem Scheuchschlepper. Das ist dieses Ungetüm hier vorne. Ein Fahrzeug, ein Luftfahrzeug voller Geschichten und Mythen. Und deswegen habe ich heute auch einen ganz besonderen Gast in meinem Video. Ihr habt es gesehen. Schauen wir uns die Rückseite an. Fakten bekommt ihr natürlich gleich. Wir haben ein Originalfoto. Wir haben diesen neuen Stand, den wir auch schon bei der F117 hatten. Wir haben hier eine weibliche Testpilotin, zu der kommen wir heute noch. Und wir haben einen Luftwaffenmechaniker sowie den besagten Scheuchschlepper. Ja, ich wollte erst Witze über Genitalien machen, wenn dieses Gerät schon das sprichwörtliche Kraftei ist. Das lassen wir aber. Es hatte ja unglaubliche Steiggeschwindigkeiten und die legen wir jetzt auch mit unserem Karton hier an den Tage, denn wir wollen ja wissen, was sich im Set genau verbirgt. Ja Freunde, da haben wir den Inhalt unseres Kometes, der Messerschmitt Me 163B des Krafteies auf den Bautisch liegen. Wir sehen eine Bauabschnittstüte 1, wir sehen eine Bauabschnittstüte 2 und was ich noch nicht gesehen habe, Freunde, ist, dass ihr bei diesem Video unten auf die neue Funktion Hype gedrückt habt. Macht das mal bitte, lasst dieses Video hypen, ihr unterstützt damit den Algorithmus bzw. meinen Kanal und lasst uns doch dieses Set hier so abgehen wie das originale Vorbild. Ihr würdet damit kostenlos meinen Kanal unterstützen können. Kommen wir zurück. Wir sehen das lasergebrannte Typenschild, das wir an den Stand klemmen nachher. Wir sehen das Zertifikat. Ihr könnt schon mal raten, welche Nummer das ist. Schauen wir uns nachher an. Ihr schreibt bitte eure Nummer, die ihr glaubt, in die Kommentare. Würde mich freuen, ist immer so ein lustiger Gag. Wie immer bekommt ihr dann von mir die goldene Klemmbaustein gewordene Ananas. Ich würde mich freuen. Wir haben den neuen und von mir sehr geschätzten Kobi Teile-Trenner hier. Ich feiere die Teile.
gute Hebelwirkung, man kommt gut runter, man kann die Bügelperlen gut rausholen und man braucht nicht mehr Noppen zählen. Einfach ein geiles Teil. Ja, 2 Tüten, ich habe es euch gesagt, meistens sehen wir hier natürlich Tarnfarben bzw. dieses weiß-grau und ein bisschen beige für den Schlepper. Wir wollen aber gucken, wie wir die Tüten verarbeiten, deswegen packen wir die Tüten an die Seite, sehen uns nur das Laserschildchen hier noch an die Seite schieben und dann klappen wir unsere klammergebundene Anleitung auf. DIN A4 natürlich, es spiegelt sich das gleiche Design wieder wie vom Karton. Und ganz wichtig immer, ich weiß, das ist vielleicht für den Stammzuschauer immer etwas langweilig, aber ich möchte ja auch ein bisschen für die Kirche von Kobi unterwegs sein und euch ein bisschen für Kobi missionieren. Schaut euch bitte die Anleitung immer genau an, die sind natürlich etwas anders, als ihr sie vielleicht kennt. Wir haben nämlich hier Steine, die man so bei anderen Herstellern nicht kennt, im Grunde aber natürlich kompatibel sind mit den ganz normalen anderen Systemherstellern. Aber sie sind in der Funktion manchmal etwas unterschiedlich, von der Form ähnlich, aber auf der Legende bekommt ihr dann den Hinweis, was hier anders ist. Die Länge, der Winkel, die Abrundungen ist immer ganz interessant, weil man sich da oft leicht verbaut, vor allen Dingen, wenn die Steine die gleiche Farbe haben. Und oft bei so einem Slope vielleicht nur der Winkel etwas anders ist. Wir fangen an mit der Bauaptitüte 1. Also diese hier, die reißen wir auf, verteilen uns die Steine nach Form, Farbe, Geschmack, Geruch oder Konsistenz, wie auch immer ihr das machen wollt. Und dann bauen wir drauf los. Wir haben keine Seitenzahlen, dafür immer Bausteps. Das zieht sich so durch, bis wir dann zur Bautüte 2 kommen und die Bausteps gehen aber so durch. Wir haben den aktuellen Baustep immer farblich, der davor ist dann immer hier der graue, dann der aktuelle wieder farblich und wir sehen in diesen Rechteckchen hier mit den abgerundeten Kanten die Steine, die wir brauchen und Pfeile weisen uns den Weg, was wir machen müssen und ab und zu gibt es so kleine Einblendungen mit einer Lupe oder andere Pfeile, die uns genau sagen, was wir machen müssen. Und ganz wichtig und auch ganz gut ist immer, dass wir auch kleine Anlegehilfen haben. Hier brauchen wir also nicht 2 Noppen zählen, sondern wir können diese Fliese anlegen. Und hier finden wir auch das B wieder, was wir hier in der Legende gesehen haben, denn diese Steine sind hier nummeriert bzw. mit Buchstaben hinterlegt. Fertig sind wir dann natürlich, wenn wir die Bautüte 2 angefangen haben und uns dann Richtung den Zusammenstecken bzw. den Stand nähern. Und fertig sind wir dann mit dem Baustep 129, wenn wir den Stand, das ist der Neubau Kobi, so justieren, wie wir das haben möchten. Eigentlich fertig, das können wir ja noch mal schauen, sind wir mit dem Bauschritt. Natürlich kommt der Schlepper erst noch, aber hier sehen wir mit dem Schlitten bzw. dem Fahrwerk, da kommen wir ja noch zu bei der Komet, sind wir fertig mit dem Baustep 84 und der Rest ist dann der Schlepper bzw. der Stand. Auf den letzten Seiten sehen wir dann die Teile, die wir verbaut haben. Sollte euch ein Teil fehlen, habt ihr hier die Nummer und könnt das dann gleich bei Kobi auf der Webseite auf dem Service-Tag hier monieren. Alles Empfehlungen ab 10 Jahren. Wie immer haben wir hier keine Aufkleber, wir haben nur Drucke und wir bekommen hier auch nochmal eine Hilfe, wie wir die Minifiguren zusammen bauen. Tja, dieses Video wird, obwohl es ja nur so ein kleines Set ist, standesgemäß für eine Limited Edition natürlich etwas länger und ausführlicher. Und dafür gibt es jetzt tolle Fakten von einem tollen Menschen. Freunde, euch viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen. Die Komet im Einsatz. Die Me 163 brachte vielfältige Erfordernisse an einen Einsatzplatz mit sich. So musste eine komplexe Infrastruktur mit treibstoffresistenten Erdtanks, Triebwerksprüfständen, Wasseranschlüssen zur Spülung des Antriebssystems, Tankfahrzeuge und Spezialfahrzeuge und vieles mehr vorgehalten werden. Auch mussten die Treibstoffe mit speziellen Kesselwagen per Bahntransport herangeführt werden. Für die Logistik des Raketenjägers auf den Einsatzplätzen wurde der Scheuch-Einachsschlepper genutzt. Dieser war vom Erfurter Ingenieur Egon Scheuch eigentlich als landwirtschaftliches Fahrzeug konzipiert worden, an welches die Arbeitsgeräte direkt angekuppelt werden konnten. Hergestellt wurde der Schlepper von seinem Onkel Bruno Müller in Triptis, ebenfalls Thüringen. Vor dem Start zog der Scheuch-Schlepper den Me 163 per Schleppstange auf ihrem Rollwerk zur Startposition.
Für die Bergung des Raketenjägers nach der Landung wurde an den Scheuchschleppern ein spezielles Hebegerät mit hydraulischen Hebarmen und Raupenlaufwerk angehängt. Einen ersten Einsatzflug mit der Me 163 unternahm Wolfgang Späte am 14. Mai 1944, als vom Jägerleitstand ein Bomberverband gemeldet wurde. Auf dem Rollfeld erwartete ihn eine Überraschung. In Anlehnung an den Dreidecker von Manfred von Richthofen hatten die Kameraden seine Komet in Rot lackiert. Mit der nun dürftigen Tarnung und über 700 km/h flog Späte in Richtung des Bomberverbandes, konnte diesen aber nicht mehr erreichen. Stattdessen entdeckte er amerikanische Begleitjäger. Als er auf deren Flughöhe schießen wollte, versagte das Triebwerk. Die 2 Minuten Wartezeit bis zum möglichen Neustart strapazierten seine Nerven. Der Neustart der Aggregate gelang und Späte näherte sich mit 960 km/h einem der Jäger. Kaum hatte er ihn im Visier, begann die Komet zu bocken und das Triebwerk fiel abermals aus. Die US-Jäger entfernten sich. Späte kehrte ohne Abschuss zurück. Wegen der technischen Probleme entschied das Oberkommando der Luftwaffe, bis Ende Juni 1944 weitere Versuchseinsätze zu unterlassen und stattdessen die Schulung der Piloten zu forcieren. 6 Komet starteten am 28. Juli 1944 von Brandis aus, um die Leuna-Werke gegen die anfliegende Armada aus 645 amerikanischen B-17-Bombern zu verteidigen. Einen der Raketenjäger flog Leutnant Hartmut Rill. Die hohe Fluggeschwindigkeit, Steig- und Kurvenleistung zwang die Komet-Piloten zu vollkommen neuen Taktiken. Rill gelang es bei diesem Einsatz, eine B-17 zu beschädigen. Unter den Piloten der 8. Air Force stifteten die Raketenjäger eine erhebliche Verwirrung. Bei einem weiteren Einsatz am 5. August 1944 gelang Hartmut Rill wahrscheinlich der Abschuss eines viermotorigen Bombers. Die amerikanischen Piloten Leutnant Fernandez von der 20th Fighter Group und Leutnant Silcox von der 352. Fighter Group wurden am selben Tag von anderen Raketenjägern abgeschossen und gerieten in Gefangenschaft. Die übliche Taktik und der Einsatz der Me 163 sah wie folgt aus. Zunächst zog ein Scheuchschlepper den Raketenjäger zu seiner Startposition. Im Anschluss wurde der Dampfanlasser in Betrieb genommen, der die Treibstoffförderpumpen der Komet in Gang setzte. Mit brüllendem Triebwerk hob die Me 163 ab. In 7 bis 10 Metern Höhe klinkte der Flugzeugführer das Rollwerk aus. Im Tiefstflug beschleunigte der Raketenjäger bis auf etwa 750 km/h. Dies war die Mindestgeschwindigkeit, unterhalb derer der hohe Kraftstoffverbrauch als unwirtschaftlich galt. Nach Erreichen dieser Geschwindigkeit wurde das Flugzeug im Winkel von 60 Grad in den Steigflug versetzt. 1500 Meter unterhalb der befohlenen Einsatzhöhe wurde das Triebwerk in den Leerlauf geschaltet. Die eigene Trägheit ließ die Me 163 dann auch um diese 1500 Meter klettern. Beim Übergang vom Steig in den Horizontalflug musste eine negative Beschleunigung möglichst vermieden werden. Das Triebwerk der Komet neigte dazu, bei der geringsten Abweichung auszugehen. Um das Raketentriebwerk erneut anlassen zu können, waren mindestens 300 Kilogramm T-Stoff sowie die schon genannten 2 Minuten Wartezeit vonnöten. Unabhängig davon, wie es um den Zustand des Triebwerkes bestellt war, stürzten die Me 163 im Gleitflug mit 900 km/h zum Angriff auf ein feindliches Flugzeug hinab. Auf 600 Meter Entfernung zum Gegner konnten die Maschinenkanonen ihre Wirkung entfalten. Spätestens 200 Meter vor dem Ziel musste abgedreht werden. Nachdem das gegnerische Flugzeug passiert war, sollte der Pilot grundsätzlich nach oben wegziehen, um aus der Höhe ein zweites Mal angreifen zu können. Mehr war aufgrund der begrenzten Brenndauer des Raketentriebwerkes oftmals nicht möglich. Den Rückweg zum Einsatzplatz trat die Komet im Gleitflug an. Hierbei war sie sehr verletzlich gegenüber Feindjägern, denen sie nur durch enges Kurven oder einen sehr steilen Sturzflug entkommen konnte. Diese Erfahrung machte auch Captain Arthur J. Jeffrey
und sein Flügelmann Leutnant Richard G. Simpson von der 479. Fighter Group, als sie am 29. Juli 1944 einer schwer beschädigten B-17 auf dem Heimflug über Holland zu Hilfe eilten. Jeffrey gelang es, sich mit seiner P-38 Lightning hinter eine Me-163 zu setzen, die eben im Begriff war, der fliegenden Festung endgültig den Garaus zu machen. Nach einem kurzen Luftkampf tauchte die Komet fast senkrecht nach unten weg. Die P-38 jagte hinterher, aber ab 800 Kilometer pro Stunde musste Jeffrey feststellen, dass seine beiden Motoren wie Bremsen wirkten. Selbst mit ausgeschalteten Motoren oder leeren Tanks war die Me-163 in der Lage, andere Jagdflugzeuge im Sturzflug abzuhängen oder gar zu überholen. Sollte die Komet im Luftkampf unterliegen, so war ein Absprung per Fallschirm nur bei einer Geschwindigkeit von maximal 400 km/h möglich. Bei höheren Geschwindigkeiten ließ sich die Kabinenhaube nicht absprengen. Nach der geglückten Landung auf der Kufe wurde die Me-163 von einem Scheuchschlepper mit hydraulischem Hubarm geborgen und zur Wartung gefahren. Dort musste das Startfahrgestell mittels eines einfachen, handbetätigten hydraulischen Hubwagens montiert werden. Im Anschluss erfolgte die Spülung des Antriebssystems mit klarem Wasser mittels der internen Treibstoffförderpumpen. Zuletzt wurde die Komet von zwei verschiedenen Tankfahrzeugen für T-Stoff und C-Stoff neu betankt und die Munition ergänzt. Am 16. August 1944 schossen 5 Komet vom Einsatzplatz Brandis in die Höhe, um anfliegende Bomberverbände im Raum Halle, Leipzig, Brandis abzufangen. Sie trafen auf 196 Flying Fortresses der 305. Bomber Group, deren Spitzname auf dem Wappen Can Do lautete. Feldwebel Siegfried Schubert und Feldwebel Herbert Straßnicki glückte der Abschuss je eines Bombers. Ein amerikanischer Bordschütze verletzte Straßnicki so, dass dieser mit dem Fallschirm abspringen musste. Im Luftkampf wurde Hartmut Rill um 10:50 Uhr von Cyril Jones und John Murphy in ihren P-51 der 359. Fighter Group abgeschossen. 2 Minuten später schlug er mit seiner Komet in der Nähe von Brandis auf. Der Abschuss wurde mit der Waffenkamera von Murphys P-51 festgehalten. In der Mittagszeit des 24. August 1944 schoss Feldwebel Siegfried Schubert in 6.800 Meter Höhe eine B-17 der 457. Bomber Group ab. 2.800 Meter darunter griff Schubert eine weitere fliegende Festung der 305. Bombergruppe an. Diese stand unter dem Kommando von Lieutenant Charles Laverdiere. Die Besatzung schaffte es, den schwer beschädigten Bomber bis nach Chesterton in England zu fliegen. Beide Angriffe wurden mit der Waffenkamera von Siegfried Schubert festgehalten. Leutnant Schreiber gelang am 10. September der Abschuss eines Bombers. Am darauffolgenden Tag errang er den 7. Luftsieg der ersten Staffel. Am 13. September 1944 explodierten bei der Landung die Maschinen von Oberleutnant Schulze und Oberleutnant Rösle. Die Komet von Oberfeldwebel Reukauf überschlug sich nach einem Defekt des Triebwerkes. Nahe Brandis schoss Kurt Schiebler eine B-17 im zweiten Anflug ab. Im Bereich Leuna erzielte Leutnant Bold einen sicheren und einen wahrscheinlichen Luftsieg. Unteroffizier Bott und Leutnant Schubert gelang es, am 7. Oktober 1944 wahrscheinlich je ein Abschuss einer fliegenden Festung der 95. Bombergruppe. Feldwebel Siegfried Schubert, der mit 3 bestätigten Bomberabschüssen der erfolgreichste Kometpilot war, verunglückte bei der anschließenden Landung tödlich. Auch Unteroffizier Manfred Eisenmann von der 2. Staffel starb bei der Landung. Sein Flugzeug überschlug sich. Oberfeldwebel Friedrich Peter Husser schaffte es mit einigen Schäden aus dem Luftkampf noch bis zum Einsatzplatz. Seine Komet wurde bei der Landung fast vollständig zerstört, aber er überlebte. In den Monaten Oktober bis Dezember 1944 kam es zu 6 weiteren Verlusten. Unter ihnen war auch der Unteroffizier Hans Bold. Aus dem genannten Zeitraum sind keine Erfolge bekannt.
Aufnahmen der Waffenkameras alliierter Jägerpiloten vom 2. November 1944 zeigen die Me 163 bei Luftkämpfen teilweise aus unmittelbarer Nähe. Zu erkennen ist mindestens ein Abschuss eines Raketenjägers. Im Luftkampf mit einer P-51 bei Brandis unterlag Feldwebel Klein im Januar 1945. Oberleutnant Gottfried Wagner erlitt am 22. Januar 1945 eine tödliche Bruchlandung. 3 bis 17 schoss die erste Gruppe am 11. Februar 1945 im Raum Leipzig-Magdeburg-Halle ab. Unteroffizier Oswin Schüller wurde während des Gefechts verwundet. Ohne eigene Verluste gelang am 27. Februar 1945 der Abschuss von mindestens 2 Bombern. Dieser Erfolg wiederholte sich am 2. März 1945 bei Magdeburg mit dem Abschuss zweier B-24 Liberator. Nordwestlich von Leipzig wurde ein Pilot der ersten Gruppe am 15. März 1945 abgeschossen und sprang mit dem Fallschirm ab. Während der Überführung im Schlepp schossen feindliche Jäger am 14. April 1945 die Me 163 von Feldwebel Nelte ab. Ein kurioses Ereignis aus den letzten Wochen des Krieges ist von alliierter Seite überliefert. Der Top Turret Gunner einer B-17 unter dem Kommando von Edward F. Reibold meldete ein kleines Flugzeug ohne Propeller auf der linken Seite. Tatsächlich näherte sich eine Me 163 bis auf wenige Meter der linken Flügelspitze des Bombers. Die Geschwindigkeit beider Flugzeuge betrug in diesem Moment knapp 260 km/h. Beide Piloten sahen sich für einen Moment an und der Deutsche nickte Reibold zu. Dann beschleunigte der Raketenjäger und ließ die fliegende Festung unbehelligt zurück. Das Ende der Komet. Anfang Februar 1945 verfügte das Oberkommando der Luftwaffe die Einstellung der Me 163. Das Jagdgeschwader 400 sollte noch auf die Heinkel HE 162 Salamander oder auch Volksjäger umgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt war die Versorgungslage mit den Betriebsstoffen bereits so gravierend, dass der Raketenjäger kaum noch eingesetzt werden konnte. Aufnahmen zeigen, dass in Brandis statt des Scheuschleppers inzwischen Rinder zum Ziehen der Komet verwendet wurden. Im April 1945 wurde das Jagdgeschwader 400 durch die Luftflotte Reich aufgelöst. Die erste Gruppe verfügte zu diesem Zeitpunkt über 32 Raketenjäger. Die zweite Gruppe verlegte noch über Salzwedel und Nordholz nach Husum, wo diese sich mit 13 Maschinen den englischen Truppen ergab. Von der Me 163B waren bis zum Kriegsende 294 Serienmaschinen produziert worden. Hiervon erreichten jedoch nur ein Bruchteil das Jagdgeschwader 400. Viele Flugzeuge wurden schon bei der Produktion oder während des Transportes durch Luftangriffe zerstört oder beschädigt. Weitere Flugzeuge warteten noch auf fehlende Komponenten. Die westlichen Alliierten bargen 48 Raketenjäger im Reichsgebiet. Nicht bekannt ist, wie viele Maschinen die sowjetischen Truppen vorfanden. Bekannt ist, dass die Alliierten in Ost und West die Komet ausgiebig testeten. Die Erkenntnisse führten zu eigenen Entwicklungen, die jedoch nicht in eine Serienfertigung mündeten. Im Rahmen des Geheimprojektes Operation Overcast wurde Alexander Lippisch von den USA angeworben. Helmut Walter wurde nach der Besetzung der Walter-Werke mit einem Teil seiner Mitarbeiter nach England gebracht, wo er weiter am Walter-Antrieb arbeitete. Die Me 163 war ein radikales Flugzeug, das für die damalige Zeit über extreme Fähigkeiten verfügte. Sie konnte ihren Feinden gefährlich werden, aber es ging auch eine erhebliche Gefahr von ihr aus. Durch Unfälle bei Start und Landung entstanden mehr Verluste als in den Luftkämpfen mit den Alliierten. Aus heutiger Sicht wirkt der beschleunigte Fronteinsatz des kaum dem Entwicklungsstadium entwachsenen Raketenjägers als verfrüht, fast verzweifelt. Wie einige andere Wunderwaffen verfügte die Komet über bahnbrechende Technik, die den Alliierten um etwa ein Jahrzehnt voraus war. Je näher das Kriegsende kam, desto schwieriger wurde es, die komplexe Herstellung, die nötigen Transporte, den Betrieb der Einsatzplätze zu den besonderen Bedingungen der Me 163, die Bereitstellung von Betriebsstoffen und die Ausbildung neuer Piloten zu bewerkstelligen.
Ein Wunder konnte die Komet nicht mehr vollbringen. Nach 1 Stunde und 47 Minuten Bauzeit steht es da, unser Kraftei, unsere Messerschmitt Me 163, die gelbe 15 und der Scheuch-Schlepper sowie der Stand mit den 2 Minifiguren und natürlich mein Zertifikat. Um genau zu sein, haben wir hier eigentlich eine Me 163 B1A, denn Kobi orientiert sich hier mit der gelben 15 wieder an ein Plastikmodell aus dem Modellbau, was es schon gibt. Und dieses Flugzeug müsste dann eigentlich die Seriennummer 191659 haben. Mehr konnte ich aber dazu nicht recherchieren. Fangen wir an wie immer mit dem Zertifikat. Wir haben hier die 147. Wer es erraten hat, kriegt von mir wie immer die goldene Ananas. Halt, wobei diesmal nicht. Diesmal gibt es das goldene Kraftei. Wie gesagt, für mich als Sammler der Limited Edition war früher immer das niedrige Nummernsammeln wichtig. Heute, da ich euch die Sets hier präsentiere, ist es mir relativ egal. Wir haben ein paar Steine über. Dazu kommen wir gleich, was dieser Stab hier bedeutet. Sonst die üblichen Verdächtigen. Hier so eine Hutze für einen Schlauch, Bügelperlen, Scheiben und ein paar C-Clamps und Bolzen. Das Wichtigste, was wir vielleicht über haben, ist, ich will die Tüte nicht so weit rausfliegen lassen, hier unser Teiletrenner, der einfach genial ist. Kobis Laserschwert, ich liebe ihn. Einfach ein tolles Teil. Ich hoffe, ihr habt auch ein Set mit diesen Teiletrennern. Wenn ihr einmal damit gearbeitet habt, möchtet ihr fast mit keinen anderen Teiletrenner mehr arbeiten. Ich weiß, der von Mega ist noch sehr gut und das kleine Hämmerchen von Mold King, aber dann auf jeden Fall hier in dieser Liga spielt auch der Kobi Teiletrenner. Warum ich so schnell mache ist, wir haben heute bei diesem Flugzeug, ja, habt ihr schon gemerkt, ein ganz besonderes Video. Wir haben sehr viele Fakten, sogar mehr Fakten, als wir über den eigentlichen Bau sprechen müssen. Denn es gibt nur eine Sache und die stört mich ganz, ganz gewaltig. Das ist das ewige Legen und dann Bügelperlen, so nenne ich es mal. Wir legen die ganze Zeit irgendwelche Platten hin und packen dann Bügelperlen drauf. Das zieht sich die ganze Zeit so durch. Wir legen Platten hin, wir packen Bügelperlen drauf. Wir legen Platten hin, packen Bügelperlen drauf. Und das über mehrere Seiten. Und das macht vor allen Dingen dann keinen Spaß, wenn man es erst hinlegen soll, dann Bügelperlen drauf drücken soll und dann wird es erst im ersten oder im zweiten Baustep überbaut. Somit, das habt ihr beim Speedbuild vielleicht auch gesehen, hat man immer Frickelei. Manchmal muss man das Teil dann auch hochnehmen, entgegen der Anleitung, um es überhaupt zu verbauen, festzumachen. Das mag ich bei Kobi schon immer nicht. Dieses Steine hinlegen, Bügelperlen drauf und dann im zweiten Baustep wird erst die Bügelperle mit dem Teil bzw. darüber fixiert. Das gefällt mir nicht und das geht so wirklich die ganze Zeit weiter. Solange wir den Flügel bauen, haben wir immer das Bügelperlen bzw. Teil hinlegen, Bügelperle drauf machen und dann vielleicht beim zweiten Baustep wird es überbaut. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ab der Tüte 2 wird es dann richtig cool, dann macht der Bau auch richtig Spaß. Das soll nicht heißen, dass mir dieses Flugzeug überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Ganz, ganz im Gegenteil. Ihr habt es ja gemerkt, sonst hätte ich nicht vielleicht so Fakten hier mir besorgt von dem lieben Sascha. Viele von euch haben im Vorfeld kritisiert, dass wir hier ein gebautes Seitenleitwerk haben. Ich kann euch sagen, mir gefällt es ganz gut. Wir haben hier ein sehr großes Formteil und deswegen finde ich es gut, dass Kobi dann es durchzieht und sagt, okay, wir gleichen vielleicht dieses große Formteil aus, indem wir hier hinten bauen. Ich muss nicht hier wirklich immer Modellbau haben. Ich mag den Charakter der Klemmbausteine. Ihr könnt da aber gerne mal eure Meinung zu in die Kommentare schreiben. Dann der Stand. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum hat der Bloxy den denn so gerade gemacht? Denn, wenn ihr vielleicht auch das Set habt, Kobi hat jetzt ja diesen neuen flexiblen Stand und hat extra hier ein großes Fragezeichen auf den Baustep 126 gedruckt, weil ihr euch ja mit diesem neuen Stand, der aus Technikteilen besteht, mit diesen Bolzen euch selber die Variante erstellen könnt, wie ihr das möchtet. Ich zeige euch das nochmal im Detail, bevor wir in den Detail des Krafteis steigen. So, hier, ich nehme auch mal die Minifiguren runter, ist der Stand mit den Typenschild meiner Limited Edition, die 147, Maßstab 1:32 auf hier diesen Hinge-Element mit den C-Clamps und diesen Dreieck-Slopes, sowie jetzt hier diesen Jumpern, damit wir die Figuren draufstellen können. Aber wichtig ist ja der Stand hier mit diesen Technik-Elementen,
Da haben wir einen Zapfen, also diesen Bügelperlenapplikator in schwarz, den packen wir hier in diese Negativjumper rein. Und dann haben wir die Technikelemente, die wir mit diesen Bolzen hier fixieren. Und dafür haben wir auch diesen Stab, der bei Kobi früher zum Beispiel mal ein Geschützrohr war oder auch als Pflanzenteil benutzt wurde. Da haben wir hier eine Platte reingemacht und damit können wir dann hier diese Bolzen reinstecken. Rausziehen geht nicht so gut, da braucht ihr ja vielleicht ein anderes Werkzeug, eine Pinzette oder so, aber reinstecken und dann fixieren diese Technikelemente, das geht ganz gut. Und ihr seht dann auch, es ist sehr, sehr fest, man kriegt es aber trotzdem noch auseinander und so sehen sie dann aus, hier von innen. Und ihr könnt sie dann so wieder zusammenpacken und könnt sie dann nicht bewegen. Somit wird es sehr stabil. Ich habe halt diesen geraden schrägen Modus gewählt, weil ich weiß auch im Vorfeld und durch die Fakten, dass wir hier ein Kampfflugzeug haben, das sehr hohe Steigraten hatte. Deswegen habe ich es auch wirklich hier in so einen dynamischen Modus gestellt. Hat aber noch einen anderen Hintergrund. Dazu kommen wir gleich. Ist auch der Grund, warum ich jetzt hier diesen Stand so auseinandergebaut lasse. Wir gucken uns erst die Minifiguren an. Wir haben hier unseren Luftwaffenmechaniker hier mit einer Zigarettenschachtel im Revers, finde ich ganz gut. Und so einen roten Halstuch mit weißen Punkten. Und er hat auch eine Zigarette im Mund. Ich weiß gar nicht, was damals für Marken gab. Eckstein vielleicht damals schon, ich weiß es nicht. Und hier dann diese Feldmütze und eine Brechstange, wobei ich nicht weiß, wo man bei so einem Fahrzeug die Brechstange brauchte. Vielleicht beim Auseinanderkuppeln oder Anbauen des Scheuchschleppers, da kommen wir gleich dazu. Also eine schöne Figur, gefällt mir, neutral gehalten, Bodenpersonal. Und dann kommt eine Figur, über die wir eigentlich ein extra Video machen müssten. Und ich werde noch mal irgendwann eins machen, denn wir haben hier unsere Hannah Reitsch, eine der berühmtesten Testpilotinnen, ja, oder man kann auch sagen, Flugpionierinnen, auf jeden Fall weibliche Flugpionierinnen, die ja für eine ganze Menge Frauen steht, die in der Luftfahrzeugentwicklung quasi ihren Stempel da gelassen haben. Diese Figur ist bei Kobi jetzt hier nicht benannt, aber wenn man weiß, dass die Frau Reitsch bei der Me 163 Testflüge gemacht hat, zwar nicht mit Raketenmotor, nur im Schleppverfahren und ist gesegelt, aber trotzdem war sie hier mit dran beteiligt und daher auch diese tolle Fliese mit dem Namen Alexander Lippisch, auch ein Flugpionier, der ja gerade diese Nurflügler oder Flugzeuge mit großem Flügelanteil hier quasi einen auch großen Fingerprint dargelassen hat, der bis heute reist. Ein ganz, ganz berühmter Flugpionier. Also hier zwei Sachen. Der Name auf diesem Typenschild, dieser Reißzeichnung, dieser Skizze der Me 163 ist schon allein ein Video wert. Und dann hier der Dame, der lieben Hannah Reitsch, ist halt auch auf jeden Fall ein extra Video wert. Für diese vielen Frauen, wie zum Beispiel auch jetzt nicht lachen, das ist Beate Uhse, die war auch Fliegerin bei der Luftwaffe, auch eine Flugpionierin. Also diese Dame hier steht stellvertretend für eine ganze Menge Frauen, die damals auch schon Berühmtheiten waren, beziehungsweise Flugpionierinnen, ohne die es so manche Geschichte in der Luftfahrt nicht gegeben hätte. Kommen wir jetzt zur Geschichte. Kommen wir zum Scheuchschlepper, den ich das erste Mal gesehen habe auf einem Video der Miltrax aus Overlohn, denn da fuhr dieses Fahrzeug rum. Ein Fahrzeug, das eigentlich aus der Landwirtschaft kommt und auch mit quasi Pionierfahrzeug war, oder es gab auch mehrere, aber hier kennen wir dieses Thema dieses Schleppens und auch des Drückens bei Flugzeugen bis heute. Heute gibt es sie teilweise sogar ferngesteuert, also ohne dass ein Mensch da drauf sitzen muss, solche ähnlichen Maschinen, die halt Flugzeuge ziehen. Und hier haben wir ja auch den Zugmodus, den zeige ich euch gleich noch. Aber das Coolste ist, wir haben hier so viele Drucker auf diesem kleinen Teil hier hinten drin, auch versteckt, sogar noch das Armaturenbrett. Da hat Kobi wirklich Liebe gelassen. Und Kobi hat auch hier wirklich was Cooles gemacht. Da fällt mir vor Schreck sogar ein Teiltrenner um. Hier können wir nämlich auch sogar theoretisch das Rad hier abnehmen. Ihr seht es, hier ist an der C-Clamp festgemacht, denn normalerweise kommt hier noch eine Spreizzange dran, die quasi die Komet gezogen hat, wenn das Gefährt gelandet war. Hier haben wir quasi die Ausführung in der Zugvariante, wenn das Flugzeug in die Startposition gezogen wurde. Schön gebaut, sehr detailliert, sehr kleinteilig. Wir haben hier Hinges, wir haben hier ein Achselement, wir haben C-Clamps, Sitz
Und ihr seht, wie gesagt, hier 3 Drucke für so ein kleines Teilchen. Das gefällt mir richtig gut. Ich habe das Set sogar zweimal. Ich überlege mir, ob ich hier wirklich noch einmal die Variante bauen soll. Vielleicht in der Zugvariante, wenn das Kraftei gelandet ist. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich möchte euch jetzt natürlich das Kraftei zeigen. Keine Angst, wie das angekoppelt wird, zeige ich euch gleich noch. Wir haben hier vorne den kleinen Propeller für den Generator. Wir haben hier einen tollen Druck, wie ein Floh, aber oho. Die gelbe 15. Das Flugzeug war ein Flugzeug des Jagdgeschwaders 400 in Brandis, wobei die erste Gruppe und zweite Gruppe aufgeteilt waren. Wir haben hier, habe ich euch gesagt, eine Orientierung an einen Modellbausatz, den es gibt. Und ein kleines Mankerl haben wir hier, finde ich, bautechnisch, bevor wir jetzt richtig in die Details gehen, dass wir hier das Fahrwerk unter den Landeschlitten haben und somit es gar nicht abwerfen können, denn eigentlich ist es so, dass das Fahrwerk hier abgeworfen wurde, der Landeschlitten war noch da und darauf wurde gelandet. Das können wir jetzt nur machen, indem wir es umbauen. Das finde ich ein bisschen schade. Wir haben ein großes Formteil, hier daher auch eigentlich diese berühmte Form des Krafteis, aber wir haben keinen Pilotensitz, das ist auch ein bisschen schade. Dann haben wir hier diese großen länglichen Slows, wie wir bei Flugzeugen bei Kobi schon immer kennen. Hier unten ist alles in diesen Grau-Weiß gehalten, aber schön dafür alles zugemacht fast. Nur hier hinten, da kann man ja fast gar nicht zunoppen. Und die Balkenkreuze, das finde ich richtig cool, richtig schön zugebaut. Und von oben dann hier die Tarnung, alles schön gebaut. Wir haben die Balkenkreuze, wir haben das gelbe 15er Zeichen und falls ihr euch schon mal gefragt habt, was ist eigentlich das jetzt hier? Ist das die Bewaffnung? Nein, die Bewaffnung war eigentlich eher hier in den Holmen der Tragfläche verbaut. Nein, wir haben hier ein Pitot-Rohr. Mit diesen Röhren wird bis heute teilweise die Geschwindigkeit der Luftstrom gemessen. Hier hat das Kobi sehr groß dargestellt, war auch im Echt nicht gerade klein. Und hier hinten dann quasi das schwarz angedeutete Austrittsrohr des Walter Raketenantriebs. Hier hinten war die Zelle für den T-Stoff, also der Pilot saß quasi genau vor dem gefährlichen Treibstoff. Und ja, dieses Flugzeug war ja ein stationärer Objektschutzjäger, so kann man es sagen. Brandis, wer sich da auskennt, schöner Ort, ich war schon mal da. Grüße gehen raus an alle, die dort wohnen in der Nähe. Da liegt ja auch Leuna, die Kraftstoffraffinerien. Und dafür als Objektjäger waren sie gedacht, dass sie halt anfliegende Bomberverbände, die halt immer auf die Leuna-Werke geflogen sind oder oft zu bekämpfen. Also man denkt jetzt vielleicht wie verrückt, so, ne, man stellt es hin und dann greift es an. Kampfzeit waren 5 bis 12 Minuten, ja. Also wirklich nur stationär hin und zurück. Bisschen engständig gedacht. Ein Kind seiner Zeit damals. Aber diese Konzepte von Objektschutz und stationär hat auch später die NATO und auch die Bundeswehr und die Luftwaffe noch nachverfolgt. Alle wurden irgendwie dann aufgegeben, aber der Ursprung liegt hier an unserer Komet bzw. dem Kraftei. Viele Details, ich habe es euch gesagt. Bisschen schade, dass wir dieses schöne Formteil hier unten dann so unterbrochen dargestellt haben. Trotzdem gefällt es mir ganz gut. Da ist das Loch für den Stand. Habt ihr gesehen, der Stand hält so gut, dass hier oft dieser kleine Doppelstein mit der hohlen Aufführung abgeht, wenn wir es abnehmen. Und ich habe es euch gesagt, eigentlich, wenn wir so die Komet im Flug haben möchten, dann müssten wir hier den Radachsenteil abnehmen und dann haben wir hier diesen Schlitten. Normalerweise, wie gesagt, müsste es andersrum sein, so müsste es abfallen und nicht, dass ich den Schlitten abbaue. Das ist ja, glaube ich, logisch. Ich wollte euch aber was zeigen. Ich habe euch gesagt, eigentlich gibt es hier gar nicht so viel zu erzählen. Der Bau hat trotz alledem Spaß gemacht. Dann hier oben drauf die Fliesen setzen, Tarnung bauen mache ich immer gerne. Und es müssen auch nicht immer Tausende von Teilen sein bei so einer Limited Edition. Deswegen finde ich die hier eigentlich sehr gelungen. Sie war nicht zu teuer. Sie ist was ganz Besonderes. Sie ist ein ikonisches Flugzeug, wenn auch ein nicht so erfolgreiches aus der Luftfahrzeuggeschichte. Wir haben einen Scheuschlepper, also wir haben sogar etwas für Leute, die etwas mit der Landwirtschaft anfangen können, beziehungsweise mit Technik aus der Landwirtschaft. Und wir haben für mich einmal ein Video, das ich mal wieder mit den Sascha machen konnte, das habe ich euch gesagt. Und, aber jetzt kommt es, ich habe etwas für euch gebaut, weil ich dachte mir, der Stand ist mir zu langweilig. Und vielleicht kann ich mit dem langweiligen Stand doch noch etwas benutzen. Und zwar habe ich mir hier eine kleine
Landebahn gebaut. Wir packen die Stuka mal kurz zur Seite. Kommt gleich noch, warum ich die Stuka rausgepackt habe. Hier mit Betonoberfläche und mit Noppen hier vorne. Also hier eine kleine Betonplatte, wie sie damals in Brandes hätte sein können. Da können wir zum Beispiel mein Typenschild hier gleich drauf machen und wir können jetzt, und das wollte ich euch zeigen, nämlich hier den Scheuchschlepper ankoppeln an unsere Komet. Hier mit dem Schlauch da vorne ist diese schräge Aufnahme, die wir sonst immer kennen, zum Beispiel bei Schaltknäufen. Und dann können wir hier unsere Komet auf diesen Stand stellen, sowie dann hier den Mechaniker und die Testpilotin an die Komet. Und dann schieben wir es langsam zur Seite und haben doch ein cooles Display. Was meint ihr? Wie findet ihr das? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Das ist natürlich hier alles aus Systemsteinen gebaut. Wenn ihr sagt, so, oh, ist mir zu wenig Kobi, dann packen wir einfach hier die Systemsteine weg und machen da einfach Kobi-Steine drauf. Und schon haben wir es mehr kubinisiert. Das mal für euch so auf die Schnelle. Ich werde irgendwann mal die Tage die Bauanleitung dafür online stellen. Dann könnt ihr mal gucken, ob das sowas für euch wäre. Das Gute ist, man kann das Inlay wechseln und kann dann später auch noch andere Sachen darstellen. Das möchte ich euch dann natürlich auch nicht vorenthalten. Ihr werdet diesen Stand bzw. dieses Display jetzt immer mal öfter bei mir sehen. Warum ich aber deswegen hier diesen Stand überhaben wollte und warum ich das auch so komisch gestellt habe, das zeige ich euch jetzt. Deswegen hatten wir gerade die Stuka da. Ich schiebe mal ganz kurz hier alles zur Seite und wir holen uns die Stuka wieder ins Bild, das Kobi-Set 5748, unsere Junkers U87B2. Da fand ich schon immer diesen Stand etwas, ja, sehr labberig, sehr unterdimensioniert und dachte mir auch, eine Stuka muss eigentlich doch anders dargestellt werden. Und deswegen ist dieser Stand eigentlich ganz cool. Wir nehmen ihn mal ab hier, den Stand von Kobi. Übrigens, wie immer, wenn ihr mal ein Video von mir sehen wollt, was die Thematik Kobi hat, hier oben auf dem i findet ihr meine Playlist. Also, wir nehmen den Stand, drehen ihn einfach um, schon haben wir einen anderen Winkel. Wir nehmen hier das Typenschild, packen es hier hin, nehmen unsere beiden Piloten, die Besatzung unserer Stuka, stellen die hier drauf. Und jetzt, tada, ihr könnt es euch denken, packen wir hier den Stand da rein. Nach unserer Bombe gerade. Und schon hat unsere Stuka eine Form, die wir doch bei der Stuka viel eher erwarten würden, nämlich eine nach unten stürzende. Und das finde ich ziemlich cool. Immer noch etwas wackelig, aber nicht so wackelig wie auf den normalen Stand von Kobi. Deswegen mag ich eigentlich diese Schwerlast-Stands, so nenne ich sie, diese neuen mit den Technikelementen eigentlich ganz gerne. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Version findet, wenn man hier diesen Stand so benutzt. Und ihr könnt natürlich noch steiler stellen, aber ich wollte es wegen dem Schwerpunkt nicht anders machen. Das nur so am Rande und dann nochmal zurück zum Display-Stand hier, wenn ihr sagt so, ja geil, gar nicht mal so schlecht, ne? Aber sind ja eigentlich Systemsteine, ist ja eigentlich Lego. Ja, dann machen wir wieder Lego raus, packen hier wieder unsere Lego Pflanzenelemente drauf, packen dann unseren Scheuchschlepper mit der Komet mal einmal an die Seite. Ihr habt nicht gesehen, wie unlieb ich es benutze. Nehmen auch das Typenschild hier ab und können dann da ja was anderes hinmachen und packen einfach, ja, guck mal, wie gut das hält, was ich hier gebaut habe. So, und packen einfach ein Lego-Flugzeug drauf, beziehungsweise das, was Lego so Flugzeug nennt. Hier zum Beispiel die Me 109 aus dem Film Indiana Jones, beziehungsweise aus den Indiana Jones Sets. Natürlich nur kleiner Spaß, wissen wir alle, sieht nicht so gut aus. Aber geht auch. Oder eine Betonfläche ist auch ideal geeignet für vielleicht einen Panzer. Dann könnt ihr da auch, zack, zum Beispiel einfach einen Panzer drauf stellen und schon sieht das ein bisschen anders aus, als wenn man den nur staubig im Regal stehen hat. Das nur so am Rande. Ich habe ja gesagt, dies wird ein besonderes Video. Trotzdem wollen wir natürlich hier unseren Hauptdarsteller bzw. die Hauptdarstellerin wieder dahin packen, wo es sich gehört. Denn so geht es auch bei mir erstmal ins Regal. Ich mag diese verrückte Technik, auf jeden Fall, wenn es um Flugzeuge geht, die damals vorgeherrscht hat. Und ich freue mich und hoffe noch, dass wir da vielleicht von Arado und von Junkers, von Kobi auch noch andere Sachen bekommen. Denn das Krafter ist das eine, aber so zum Beispiel eine Arado 234
oder auch die Salamander He-162. Das wäre doch noch was. Also, ich würde mich freuen, wenn mehr so verrückte Flugzeuge von Kobi kommen würden. Ja, das war's bis hierhin. 20 Minuten, fast genau. Ihr bekommt jetzt noch einmal Detailbilder von unserem Kraftei und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, meine Freunde. Wie versprochen bekommt ihr Detailbilder und dazu spannende Hintergründe zu einer ganz besonderen Frau der Luftfahrtgeschichte, Hanna Reitsch. Sie war nicht nur die bekannteste Testpilotin der Wehrmacht bzw. der Luftwaffe, sondern auch eine der wenigen Frauen weltweit, die in dieser Zeit hochriskante Experimentalflugzeuge flog. Geboren wurde Hanna Reitsch im März 1912 in Schlesien. Ursprünglich wollte sie Medizin studieren, doch die Fliegerei wurde ihre große Leidenschaft. Bereits in jungen Jahren absolvierte sie Segelflugrekorde und wurde Fluglehrerin. Im Dienst der Wehrmacht testete sie neue Flugzeugtypen, darunter auch gefährliche Entwicklungen wie den Raketenjäger Messerschmitt Me 163, dem berühmten Kraftei und sogar die bemannte Version der V1 Flugbombe, bekannt als Reichenberg-Gerät. Ihre Flugkünste und ihr Mut waren legendär. Ebenso wie ihre Nähe zur NS-Führung, was nach dem Krieg stark kritisiert wurde. Aber Hanna Reitsch war nicht die einzige Frau in diesem Bereich. Weniger bekannt, aber nicht weniger mutig war beispielsweise Melitta von Stauffenberg. Sie arbeitete als Testpilotin bei der Luftwaffe unter anderem zur Erprobung von Sturzflugverhalten für die Junkers Ju-88. Trotz jüdischer Wurzeln wurde sie wegen ihrer Fachkenntnis vom NS-Regime geduldet und war gleichzeitig mit dem Widerstand verbunden. Ihr Mann war Klaus Schenk Graf von Stauffenbergs Cousin. Diese Frauen bewegten sich in einer Männerdomäne, trugen Fluganzug statt Kleid und riskierten täglich ihr Leben für Technik, Ideologie oder beides. Ihre Geschichten sind faszinierend, widersprüchlich und auch Mahnung zugleich. Ja, Freunde, da ist das Video leider nicht so schnell zu Ende, wie eine Me 163 eine Steigrate hatte. Aber ich habe euch gesagt, heute war es ja was ganz Besonderes und ihr habt es nicht nur gehört, sondern ja auch am Anfang gesehen. Ein besonderes Set, besondere Gäste für besondere Zuschauer. Ein Set, das mir super gut gefällt, ich habe es euch gesagt, bis auf das Bauen der Flügel war das hier wirklich ein Genuss. Und für alle, die sagen, ja, ein Genuss und der Preis und habe ich nicht gesehen und Limited, bla bla bla, keine Angst, die 5766 kann ich euch auch mal kurz zeigen. Das ist nämlich eigentlich nur das hier. Das hier ist die 5766, die Me 163 Komet mit der Frau als Testpilotin, die Figur. Und somit müsst ihr euch nicht unbedingt die Limited Edition kaufen. Ich bin halt Sammler der Limited Editions von Kobi und ich zeige sie euch ja auch hier extra, damit ihr sagen könnt, brauche ich oder brauche ich nicht. Und dann könnt ihr euch immer noch hier für die normale Version, die 5766, entscheiden. Und deswegen gab es auch die Infokarten zur 5766 hier mit in diesem Review. Schreibt eure Meinung gerne mal zu dieser Art des Videos mit Gastes in die Kommentare. Lasst auch gerne einen Gruß für den lieben Sascha von Bughafts da. Und schreibt mir sonst alles, was ihr rund um dieses Thema Kobi, Me 163, Testpilotinnen und so weiter denkt. Und natürlich auch Kritik an mir unten in die Kommentare. Und wenn es euch richtig gefallen hat, dann drückt doch bitte gerne auf den Hype-Button. Der ist neu bei YouTube. Damit könnt ihr dieses Video auch ein bisschen steigen lassen, wie eine Me 163. Tja, und in diesem Sinne, auch wenn es ein gefährlicher Flug ist, wünsche ich euch wie immer bei einem Flugzeug einen guten Flug. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.